VW Tiguan, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Cupra Formentor, BMW X1, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Audi Q3, Mercedes GLA oder Volvo XC40. Es gibt mittlerweile unzählige SUVs auf dem Markt. Kein Wunder, denn das Segment ist extrem beliebt. Mit 54% Neuzulassungen erreichte es 2024 einen neuen Rekordwert in Europa. Besonders gefragt sind Kompakt-SUVs, die auf einen Anteil von 23% kommen. Doch dieser hier will das Segment ordentlich aufmischen. Wenn ihr an günstige Neuwagen denkt, welche Marke fällt da zuerst ein? BMW, Audi, vielleicht VW? Wahrscheinlich eher nicht. Die meisten würden bestimmt sagen Dacia. Die Rumänen stehen seit Jahrzehnten für günstige Preise. Qualität und Ausstattung waren da früher vielleicht nicht ganz so im Vordergrund, doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Der Hersteller entwickelt sich immer mehr zur Lifestyle-Marke, doch die guten Preise sollen natürlich bleiben. Wie sieht es da beim neuesten Flaggschiff der Marke aus? Mit dem Bigster wollen sie ins C-SUV-Segment einsteigen und versprechen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und 10.000 € günstiger als die Konkurrenten, das ist schon echt eine Kampfansage. Aber ist er auch wirklich gut oder nur billig und nichts dahinter? Genau das checken wir heute. Womit kann er punkten und sich von der Masse absetzen? Also was mir gut gefällt, ist eigentlich, dass er einen ganz guten Antritt hat. Wir nehmen das SUV in Sachen Fahreigenschaften, Ausstattung, Materialien und Platzangebot genau unter die Lupe. Dafür sind wir in der Provence in Frankreich unterwegs. Vom ersten Eindruck muss ich sagen, gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also so optisch. Man merkt natürlich schon, dass das hier alles recht einfach gehalten ist. Viel Plastik ist natürlich praktisch beim Saubermachen, aber man hat doch auch ein bisschen hier so in der Tür ein weiches Material oder hier in der Mittelkonsole. Diese unterschiedlichen Grautöne, wie das hier gestaltet ist und mit den Formen, das gefällt mir eigentlich gut. Also optisch ist es schick, finde ich. Bedient wird ja hier fast alles über dieses Zentraldisplay. Gut, es ist jetzt, sage ich mal, recht einfach gestaltet optisch, aber man hat hier zumindest so ein paar Apps und ein paar Einstellungen. Aber das Nötigste ist da, sage ich mal. Und hier unten hat man eben noch so ein paar Schalter eben für Klima, Lüftung. Die sind eigentlich auch nicht schlecht, also billig wirkt es nicht. Den Bigster gibt es zum Start mit 4 Motorisierungen. Einstieg ist ein 1,2 Liter Dreizylinder Mildhybrid-Benziner mit 140 PS, Vorderradantrieb und 6-Gang-Schaltung. Auch verfügbar als LPG. Den Dreizylinder gibt es auch mit 130 PS Mildhybrid und Allrad. Grundpreis knapp 24.000 €. Der Allradler kostet rund 4.000 € mehr. Wir fahren die höchste Leistungsstufe, den 155 PS starken Vollhybrid. Der Bigster ist das erste Modell der Renault Group mit diesem Antrieb.
Dabei werden ein 1,8 Liter Vierzylinder Benziner mit 107 PS und ein 49 PS Elektromotor samt Startergenerator kombiniert. Der Preis liegt hier bei nicht ganz 29.000 €. Also was mir gut gefällt, ist eigentlich, dass er einen ganz guten Antritt hat. Also die 155 PS, die hier drin stecken, die brauchen sich nicht verstecken. Der zieht eigentlich ganz gut weg. Gut, er ist jetzt auch nicht besonders schwer mit seinen knapp 1500 Kilo. Aber so von der Beschleunigung ist echt nicht schlecht. Der Motor meldet sich ein bisschen lautstark, finde ich. Der brummt so. Obwohl man ja auch an der Akustik gearbeitet hat, eben, dass der Motor eigentlich gut gedämmt ist, finde ich trotzdem ist er da recht lautstark zu hören. Das Fahrwerk ist recht weich, also man merkt auch schon, dass er ziemlich wankt. Nicht nur in den Kurven, auch so schon. Das hätte ich mir alles ein bisschen straffer gewünscht, aber klar, ist natürlich Geschmackssache, aber eben, ich finde es immer besser, wenn es etwas straffer ist. Die Lenkung ist auch recht leichtgängig, dafür aber eigentlich ziemlich direkt. Gut, das ist jetzt natürlich kein Sport-SUV, keine Frage, aber eben so ein bisschen straffer, finde ich, wäre nicht schlecht. Da hätte ich mir schon gerne ein paar Modi gewünscht, wo man das einstellen kann, aber klar, dann wird es natürlich alles wieder teurer. Wir haben hier in der Hybrid-Variante jetzt eine recht kleine Batterie, die ist nur 1,4 Kilowattstunden groß. Aber der Hersteller sagt, dass man dennoch 80% der Fahrten in der Stadt elektrisch erledigen kann. Man hat hier zum Beispiel so einen B-Modus, so einen Brake-Modus, wo eben die Rekuperation dann ein bisschen stärker ist. Da kann man sich dann eben immer noch ein bisschen mehr Energie in die Batterie reinladen. Und ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Also der ist nicht zu extrem. Das ist jetzt kein One-Pedal-Drive, wo er mir irgendwie direkt die Bremse reinhaut, aber eben ein bisschen stärker auf jeden Fall, verzögert ein bisschen mehr. Muss man etwas weniger mit der Bremse arbeiten, also taugt mir eigentlich ganz gut. Optisch macht der Bigster keineswegs einen Billig-Eindruck. Auch wenn der Hersteller sagt, dass sich das Design auf das Wesentliche konzentriert, ist er ansprechend, modern und wesentlich gefälliger als so manche Konkurrenten. Vorne prangt das Logo, der sogenannte Dacia Link. Die Kombination aus D und C soll die enge Bindung von Dacia zu seinen Kunden symbolisieren. Matte Elemente lassen ihn robust wirken. Der Farbton Indigo-Blau ist neu und dem Bigster vorbehalten. Das Dach kann man auf Wunsch in Schwarz haben. Auffällig ist auch die Y-Signatur an Front- und Heckscheinwerfern. Sie schafft eine Verbindung nach innen, wo sie sich an den Lüftungsdüsen wiederfindet. Das Interieur ist funktional, aber ansprechend. Vor dem Fahrer gibt es ein digitales 10 Zoll Fahrinfo-Display. In der Basis ist es 7 Zoll groß. Der 10 Zoll Touchscreen in der Mitte ist in allen Varianten Serie. Insgesamt gibt es 4 Ausstattungslinien. Die beiden höchsten sind entweder auf Langstreckenkomfort oder auf Outdoor-Fun ausgerichtet. So finden sich in der Version Journey zum Beispiel elektrisch verstellbare Komfortsitze oder eine elektrische Heckklappe. Auch eine induktive Ladefläche und Navi gehören dazu. Die Abenteuervariante Extreme hat zum Beispiel ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach, pflegeleichte Sitzbezüge oder eine querverstellbare Dachreling.
Der Bixster hat ja auch einige clevere Features, wie die sogenannten U-Clip-Punkte. Da kann man so Zubehör befestigen, wie zum Beispiel ein Smartphone, Kleiderhaken oder eben wie hier eine kleine Lampe. Und im Bixster gibt es serienmäßig 5. Eben eine hier, dann eins hier, dann hier, dann hier und hier. Die Rückbank ist im Verhältnis 40-20-40 umklappbar und dieser mittlere Teil hier, der wird zu so einer praktischen Ablage, eben mit Haltern für Getränke oder eben auch hier fürs Handy. Ich kann mich noch an eine Produktion erinnern, da haben wir einen Dacia Logan mit einem VW Golf verglichen. Und Dacia hat uns damals tatsächlich den Logan in der absoluten Basisvariante hingestellt. Der hatte nicht mal Zentralverriegelung oder Radio, da war nur eine Vorrichtung drin. Und da ist einem nach ein paar Tagen Dacia fahren der Golf dann wie so ein richtiges Luxusfahrzeug vorgekommen. Der Preis war natürlich unschlagbar, also mit knapp 8.000 € damals, über 10.000 € billiger als der Golf. Die Zeiten sind natürlich schon lange vorbei, ja, das ist 10 Jahre her. Und wenn man mittlerweile in die Dacias einsteigt, das wirkt eigentlich alles wirklich gut. Also da, auch wenn die Basisvarianten oft trotzdem natürlich nur das Nötigste dabei haben, das reicht aus und ermöglicht ja auch, sage ich mal, vielen, die aufs Geld wirklich schauen müssen, trotzdem ein sicheres Neufahrzeug und eben mobil zu sein. Also gerade auch hier im Bixster eben ist die Basisausstattung ja auch gar nicht so gering. Und es wirkt auf jeden Fall nicht billig. Auch wenn andere Dacia-Modelle immer noch kein Zentral-Infotainment-Display in der Basis bieten, gehört es beim Bixster zum Grundumfang. Ebenso wie Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Klimaanlage oder einiges an Assistenten wie Spurhalteassistent oder Verkehrszeichenerkennung. Der Hersteller hat versucht, so viel Komfort wie möglich in das Fahrzeug zu packen für die anspruchsvollen C-SUV-Segmentkunden. Aber natürlich muss man auch Kompromisse eingehen. Also wir haben hier in der Variante zum Beispiel eine elektrische Sitzverstellung, aber die funktioniert nur in der Höhe und für die Lehne, also nicht nach vorne und hinten, das muss man manuell machen. Anscheinend legen die Kunden mehr Wert eben, dass man die Höhe und die Lehne elektrisch verstellen kann und das andere kann man auch manuell irgendwie machen. Also ja, da merkt man halt einfach eben, dass es Abstriche gibt, die man in Kauf nehmen muss. Es gibt hier in der Hybrid-Version auch keine Fahrmodi oder sowas, die gibt es dann nur in der Allrad-Variante. Also, aber klar, irgendwo muss der günstige Preis ja herkommen. Was ist den meisten wichtig bei SUVs? Ausreichend Platz. Und laut Dacia ist der Bixster eines der geräumigsten Fahrzeuge in seinem Segment. Besonders was Kopf- und Beinfreiheit angeht, soll er herausragend sein und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Hohoho, schaut euch das mal an, das sind Platzverhältnisse, das ist ja Wahnsinn. Gut, ich bin 1,70 Meter und der Vordersitz ist natürlich gerade auf mich eingestellt, aber das ist ja mega, was ich hier für einen Platz habe. Unfassbar. Und auch hier vom Kopf ist schon sehr gut, würde ich mal sagen. Aber wie schaut es denn aus bei jemandem, der ein bisschen größer ist? Unser Kameramann ist 1,80 Meter und dann schauen wir mal, wie es jetzt bei ihm aussieht. Und dafür spiele ich jetzt gleich mal Kamerafrau. Und Volker, wie findest du den Platz? Ja, mit meinen 1,80 habe ich hier richtig Platz. Und auch oben reicht völlig. Also schaut super aus. Und der Sitz ist auf mich eingestellt, auf 1,80.
Auch beim Kofferraumvolumen soll er Bestwerte bieten. Knapp 670 Liter haben wir beim Einstiegsbenziner. Hier beim Hybriden sind es aber ein bisschen weniger, knapp 550 Liter. Und die Rückbank kann man hier über diese Hebel ganz einfach umklappen. Das gibt es allerdings nicht in der Basis, sondern erst ab der höheren Ausstattungslinie. Dann erhält man 1851 Liter und beim Benziner nochmal 90 Liter mehr. Wir haben eine ebene Ladefläche mit einer Länge bis zu 2,7 Metern. Die spannende Frage ist jetzt aber, wie ist es bei den Konkurrenten? Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der Bigster zählt zum sogenannten C-SUV oder Kompakt-SUV-Segment. Die Abgrenzung ist nicht immer eindeutig, aber hier tummeln sich Kandidaten mit Längen zwischen ca. 4,30 Meter und fast 4,70 Meter. Auch der kleinere Bruder Duster zählt dazu, bewegt sich aber mit einer Länge von 4,34 Meter eher am unteren Ende der Skala und wird niedriger positioniert. Der Bigster ist mit 4,57 Meter 23 cm länger. Wir schauen uns einige Marktbegleiter mit ähnlicher Größe an. Zu den erfolgreichsten zählt der VW Tiguan. Mit 4,54 Meter Länge ist er nur 3 cm kürzer. Was den Stauraum angeht, bietet er zwischen 652 und 1650 Liter. Also mit umgeklappter Rückbank fast 300 Liter weniger als der Einstiegs-Bigster. Die Basismotorisierung ist ein 1,5 Liter Mildhybrid mit 131 PS und Frontantrieb. Preis etwas mehr als 38.000 €. Also über 14.000 € mehr als der Bigster. Wer jetzt glaubt, dass es dafür viel mehr Ausstattung gibt, weit gefehlt. 17 Zoll Räder, Klimaanlage, minimal größerer Infotainment-Screen, Rückfahrkamera. All das hat der Dacia auch. Sogar kabellose Smartphone-Integration mit Apple CarPlay und Android Auto, die beim Tiguan Aufpreis kostet. Gibt es bei den Asiaten vielleicht bessere Deals? Der Kia Sportage ist wie der Tiguan 4,54 Meter lang. Das maximale Ladevolumen liegt bei 587 bis 1776 Litern, 80 bzw. 160 Liter weniger als beim Dacia. Der günstigste Sportage mit 1,6 Liter Vierzylinder und 150 PS kostet knapp über 35.000 € und liegt damit mehr als 11.000 € über dem Bigster. Immerhin sind zum Beispiel 2-Zonen-Klimaautomatik, Navi und Sitzheizung vorne und hinten mit dabei. Gibt es wirklich nichts Günstigeres? Wie schaut es bei Mazda aus? Der CX-5 ist mit 4,57 Meter genauso lang wie der Bigster. Stauraum 522 bis 1638 Liter, heißt rund 150 bis 300 Liter weniger. Kostenpunkt mehr als 32.000 € für den 2 Liter Vierzylinder-Benziner mit 165 PS und Frontantrieb. Also über 8.000 € mehr. Ausstattungsmäßig gibt es auch nicht mehr als beim Basis-Dacia. Nissan Qashqai und Hyundai Tucson starten bei über 34.000 bzw. 35.000 €. Peugeot 3008 und Cupra Formentor bei ca. 41.000. Von der deutschen Premium-Konkurrenz wie BMW X1 oder Mercedes GLA und Audi Q3 ganz zu schweigen, die erst bei rund 45.000 einsteigen.
Wir könnten noch weitermachen, aber einen günstigeren Neuwagen derselben Größe wird man nicht finden. Dacia wird seinem Ruf als günstigster Neuwagenanbieter mal wieder gerecht. So viel billiger zu sein als die anderen, das muss man erst mal hinkriegen. Was Antritt, Platzangebot, Ausstattung angeht, hat uns der Bigster jedenfalls überzeugt. Gibt es überhaupt irgendwelche Nachteile? Vielleicht, dass die Motorenpalette nicht ganz so groß ist wie bei den Konkurrenten. Wer also viel SUV für wenig Geld sucht, sollte sich den Bigster auf jeden Fall mal anschauen und die Konkurrenten, die können sich schon mal warm anziehen.